Liebe Eltern, willkommen zu unserem Video. Ich möchte mit Ihnen heute gemeinsam die Säuglingsreanimation durchgehen. Sie kennen vielleicht aus einem Erste-Hilfe-Kurs die Grundlagen ansprechen, berühren und im Notfall sofort Hilfe leisten. Beim Säugling ist der große Unterschied zum Erwachsenen, dass die Atmung besonders wichtig ist. Auffälliges Röcheln, ein blaues Gesicht oder sogar fehlende Atembewegungen sind Anzeichen, auf die man sofort reagieren muss. Wir werden jetzt gemeinsam, Schritt für Schritt, die lebensrettenden Maßnahmen durchgehen, um Ihnen das notwendige Vertrauen und Wissen zu geben, zu Hause richtig zu handeln. Wenn Sie Ihr Kind bewusstlos auffinden, verfallen Sie nicht in Panik. Ihre schnelle Reaktion kann einen großen Unterschied machen. Sprechen Sie Ihr Kind an, während Sie es berühren. Aber schütteln Sie es nicht. Sollte Ihr Kind nicht reagieren und atmen, rufen Sie laut um Hilfe. Hilfe, Hilfe! Kann mir jemand helfen? Als erstes überprüfen Sie die Atmung Ihres Kindes. Legen Sie es dazu auf den Rücken auf eine harte Unterlage, zum Beispiel den Boden. Für Säuglinge positionieren und halten Sie den Kopf gerade, indem Sie eine Hand auf den Hinterkopf legen und mit 2 Fingern unter das Kinn greifen. Beugen Sie sich über Mund und Nase Ihres Kindes und blicken Sie auf die Brust und den Bauch, um die Atembewegungen zu überprüfen. Können Sie Atembewegungen sehen? Spüren Sie einen Luftstrom oder hören Sie Atemgeräusche? Wenn Sie nach 10 Sekunden keine Atmung feststellen können, beginnen Sie sofort mit der Beatmung. Nun kommen wir zur Beatmung. Bleiben Sie weiterhin über Ihr Kind gebeugt und atmen Sie normal ein. Umschließen Sie den Mund und die Nase Ihres Kindes und beatmen Sie Ihr Kind. Wiederholen Sie diesen Vorgang 5-mal. Reagiert Ihr Kind nach 5 Beatmungen nicht, beginnen Sie sofort mit der Herzdruckmassage. Seien Sie nicht ängstlich und fürchten Sie sich nicht vor Verletzungen. Der Druckpunkt für die Herzdruckmassage liegt im unteren Drittel des Brustbeins. Für Säuglinge nutzen Sie 2 Finger oder beide Daumen, während die Hände den Brustkorb umfassen. Drücken Sie 3 bis 4 Zentimeter tief, schnell und fest. Haben Sie keine Angst davor, etwas falsch zu machen oder Ihr Kind zu verletzen. Drücken Sie im Takt circa 2-mal pro Sekunde und das 30 Mal hintereinander. Nach den 30 Wiederholungen der Herzdruckmassage folgen 2 Beatmungen. Verlieren Sie so wenig Zeit wie möglich. Wenn Sie zu zweit sind, übernimmt eine Person die Herzdruckmassage, während die andere die Beatmung durchführt. Sind Sie alleine, führen Sie diesen Vorgang unbedingt 1 Minute lang durch, bevor Sie die Rettung anrufen. Das entspricht ungefähr 2 Reanimationszyklen mit 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen. Zeit ist von entscheidender Bedeutung, also handeln Sie entschlossen und bleiben Sie ruhig. Wenn Sie die Rettung anrufen, ist es entscheidend, klare und präzise Informationen zu übermitteln. Während Sie diese Informationen weitergeben, nutzen Sie die Lautsprecherfunktion und setzen Sie die Reanimation unbedingt fort, bis Rettung eintrifft oder Ihr Kind Lebenszeichen von sich gibt. Zum Abschluss möchten wir den Algorithmus mit Ihnen noch einmal wiederholen. Fehlende Reaktion? Hilfe rufen. Öffnen der Atemwege und Positionierung des Kopfes. Überprüfung der Atmung für 10 Sekunden. Keine normale Atmung. 5 Beatmungen durchführen, kein Lebenszeichen. 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen im Wechsel für 1 Minute 7. Notruf absetzen. Reanimation fortsetzen.
Wie Sie sehen, sind es nur wenige Handgriffe, um Ihrem Kind zu helfen. Bleiben Sie ruhig und handeln Sie sofort. Das Wichtigste ist, dass Sie etwas tun, bis Hilfe kommt. Dieses Video ersetzt keinen Erste-Hilfe-Kurs. Wir legen Ihnen nahe, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen, um im Notfall bestmöglich vorbereitet zu sein. Wenn Sie trainiert in der Säuglingsreanimation sind, können Sie auch den Reanimationszyklus mit 15 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen anwenden. Dieser ist ebenfalls richtig.